Mittlerweile gibt es einfach einen Haufen von Speicherkarten. Es gibt Microspeicherkarten, es gibt SD-Speicherkarten, es gibt CF Express Speicherkarten und. Und im Laufe der Zeit hat sich bei mir so einiges schon angesammelt und ich versuche dir heute näher zu bringen, welche Speicherkarte für dich die richtige ist. Fangen wir auch direkt an. Welche Arten von Speicherkarten gibt es? Nun fangen wir mit der kleinsten an. Das ist die MicroSD-Speicherkarte. Und die MicroSD-Speicherkarte wird beispielsweise für Actioncams benutzt, aber auch für Drohnen. In der Fotografie wird sie eher weniger benutzt. Man kann sie in eine Kamera reinstecken, dann braucht man so einen SD-Kartenadapter. Aber das würde ich dir nicht raten, weil die Speicherkarte einfach wesentlich langsamer ist als die normalen SD-Speicherkarten. Also diese MicroSD-Speicherkarten, das sind die kleinen hier, der Schild ist nicht scharf, das sind diese kleinen hier. Und die werden, wie gesagt, in der Regel in Drohnen und in Actioncams benutzt. Dann gibt es sogenannte SD-Speicherkarten. Die sehen so aus und das sind tatsächlich die gängigsten Speicherkarten in der Foto- und in der Videografie. Diese Speicherkarten gibt es von unzähligen verschiedenen Herstellern in unzähligen Größen und Geschwindigkeiten. Da kommen wir aber gleich noch drauf zu. Nur für dich vorab zur Kenntnis halt, dass diese Speicherkarten in die Kamera reinkommen. Und neben diesen SD-Speicherkarten gibt es auch noch sogenannte CF Express Speicherkarten. Und ihr seht schon, dass die ein bisschen anders aussehen. Die sind ein bisschen dicker und sehen von hinten auch ein wenig anders aus. Und der Vorteil dieser Speicherkarten ist einfach, dass sie wesentlich schneller sind als die normalen SD-Speicherkarten. Kommen wir aber zu den gängigsten Speicherkarten zurück, der SD-Speicherkarte. Hier gibt es super viele verschiedene Zahlen und Buchstaben drauf. Und ich zeige dir jetzt auf, welche wichtig sind und worauf du achtest, damit du hinterher für dich entscheidest, ja, das ist die Speicherkarte, die ich brauche. Und du nicht zu viel Geld ausgibst für eine Speicherkarte, was du überhaupt vielleicht gar nicht brauchst. Oder aber du dir eine Speicherkarte zulegst und merkst, scheiße, damit komme ich überhaupt gar nicht hin. Bei den ganz normalen SD-Speicherkarten gibt es die Buchstaben SDHC und SDXC. Und die brauchst du dir tatsächlich nicht weiter anzugucken, weil die kannst du komplett vernachlässigen. Genauso gibt es eine Zahl in einem Kreis, in einem wirklich komplett umschlossenen Kreis. Auch die kannst du komplett vernachlässigen. Wenn du wirklich ausschließlich Fotos machst, dann ist der Standard UHS 1, 2 oder 3 für dich interessant. Wenn du ein Knipser bist, der ab und zu mal 1, 2, 3, 4 Bilder macht, dann reicht der Standard UHS 1. Empfehlen würde ich dir UHS 2, weil du da einfach noch ein bisschen safer bist. Wenn du sagst, okay, du möchtest Serienbilder machen, um einfach Bewegungen einfangen zu können und diese Bewegungen halt auch scharf und knackig einfangen zu können, zum Beispiel, wenn du Menschen in Bewegung fotografierst oder einfach Tiere draußen oder Tiere im Zoo, dann würde ich dir den UHS 3 Standard empfehlen, weil die Speicherkarte dann bis zu 30 Megabyte die Sekunde die Fotos speichern kann. Wenn du allerdings auch Videos machst, dann ist für dich interessant die Buchstaben-Zahlen-Kombination V30, V60 und V90. Das beschreibt einfach, dass bei V30 speichert deine Karte mit 30 Megabyte die Sekunde, bei V60 mit 60 Megabyte und bei V90 mit 90 Megabyte die Sekunde. Das heißt, wenn du wirklich riesengroße Datenmengen hast, wenn du jetzt 4K Videomaterial aufnimmst in einer doch sehr modernen Kamera, dann würde ich dir auf jeden Fall V60 oder aber sogar V90 empfehlen. Kurze Werbeunterbrechung. Dir wird wahrscheinlich aufgefallen sein, dass nahezu alle meiner Speicherkarten von Lexa sind. Eins vorweg, es gibt keine Absprache mit Lexa, ich werde dafür nicht bezahlt, etc. Das basiert alles auf meiner eigenen Meinung. Aber ich finde, dass Lexa das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat, was Speicherkarten angeht. Die Karten sind super günstig und sind vor allem sehr schnell, was das angeht. Check gerne mal die Seite von Lexa aus und da findest du auf jeden Fall das Passende für dich. Weiter geht's. Woher weiß ich denn jetzt, wie groß meine Videos sind? Nun, da musst du einfach auf die Seite deines Herstellers gehen. Da guckst du in die Spezifikation deines Kameramodells und da sind die ganzen Daten aufgelistet.
Du solltest nur darauf achten, dass diese Daten auf dieser Herstellerseite in Mbits pro Sekunde angegeben sind und nicht in Megabyte pro Sekunde. Das Ganze musst du noch umrechnen mit dem Faktor 0,125. Das heißt, du rechnest diese Mbits pro Sekunde mal 0,125 und hast dann die Megabyte pro Sekunde. Und als Beispiel 400 Mbits die Sekunde mal 1,25 ergibt 400 Megabyte die Sekunde. Das heißt, eine Speicherkarte der Kategorie V60 reicht auf jeden Fall aus, um deine Videos flüssig speichern zu können. Und um dich jetzt komplett zu verwirren, gibt es noch sogenannte CF-Express Speicherkarten. Und das sind Speicherkarten, die im semi-professionellen Bereich oder aber auch auf jeden Fall im professionellen Bereich verwendet werden. Diese Speicherkarten sind einfach unglaublich schnell, was das Lesen der Daten und aber auch das Schreiben hinterher, wenn du es auf dem Rechner überträgst, angeht. Dann gibt es CF-Express-Karten des Typs A und des Typs B. Typ A benutzt tatsächlich nur Sony und Typ B kannst du auch in die anderen Hersteller packen. Du solltest vorher dich darüber informieren, ob deine Kamera überhaupt CF-Express speichern kann, beziehungsweise ob du die überhaupt in deine Kamera reinbekommst. Und wenn dies der Fall ist und du sagst, yo, ich bin auf jeden Fall semi-professionell oder mache das Ganze als Hobby, mir ist aber die Qualität super wichtig und ich möchte super schnell arbeiten, dann kann ich dir so eine CF-Express Speicherkarte empfehlen. Die können in der Theorie bis zu 2000 Megabyte die Sekunde die Daten speichern. Und ich habe jetzt hier eine mit 900 Megabyte. Im Vergleich zu einer sehr guten SD-Speicherkarte ist es einfach mal das Dreifache an Geschwindigkeit, was diese Karte hinbekommt. Wie gerade schon gezeigt, diese Karten sind ein bisschen größer und ein bisschen dicker als die normalen SD-Speicherkarten, sind dementsprechend aber auch wesentlich robuster. Das heißt, wenn die dann doch mal runterfallen sollte etc., dann bricht da keine Kante ab und die hält auf jeden Fall länger. Diese Karten sind auch teurer. Du bezahlst ungefähr pro Gigabyte ungefähr 1 Euro im Vergleich zu einer SD-Speicherkarte. Also nochmal zusammengefasst. Micro-SD-Karten, diese ganz kleinen SD-Karten, die sind für Actioncams oder aber auch für Drohnen geeignet. Wenn du mit einer normalen Kamera fotografierst, dann brauchst du diese Micro-SD-Karten nicht. SD-Karten sind essentiell in der Fotografie. Das heißt, wenn du nur fotografierst, kann ich dir eine SD-Karte empfehlen. Achte darauf, dass sie mindestens die Klasse UHS 2, wenn nicht sogar UHS 3 hat. Wenn du Serienbilder machen möchtest, dann bist du da auf jeden Fall gut aufgestellt. Und wenn du in Richtung Videografie gehst und du große Datenmengen hast, das heißt, du filmst in 4K mit 120 FPS, also in der Slow Motion, dann kann ich dir eine CF-Express Speicherkarte empfehlen. Die sind wesentlich robuster, die sind ein bisschen teurer, halten aber auch länger und sind super schnell, was das Lesen und was das Schreiben angeht. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib mir das gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte dir so einen großen und groben Überblick verschaffen über die ganzen verschiedenen Speicherkarten und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche dir alles Gute bis dahin, immer gutes Licht und ciao, ciao.